Während deiner Lehrveranstaltung oder spätestens am Ende werden deine Studierenden ihre Portfolios oder Teile davon als Prüfungsleistungen formal abgeben müssen. Diesen Vorgang kannst du in Ilias mit einer Übung abbilden. Wir starten dazu wieder im Dashboard. Zuerst öffnest du den gewünschten Kurs durch Anklicken des Titels. Klicke jetzt auf die Schaltfläche Neues Objekt hinzufügen. Im aufgeklappten Auswahlmenü klickst du nun im Abschnitt Assessment auf den Eintrag Übung. Analog zur Erstellung der Portfolio-Vorlage hast du auch hier die Möglichkeit, bereits existierende Übungen aus deinem lokalen Ilias oder aus externen Quellen zu verwenden. Lass uns in diesem Fall aber eine neue Übung anlegen. Auch hier gilt, der Titel sollte kurz und klar sein, zum Beispiel Abgabe Portfolio. Mit einem Klick auf die Schaltfläche Übung anlegen wird der Vorgang ausgeführt und du befindest dich nun innerhalb der soeben erstellten Übung im Bearbeitungsmodus. Übungen bestehen bei Ilias aus mindestens einer Übungseinheit und die legst du als nächstes an. Mit einem Klick darauf öffnest du das Auswahlmenü für die Art der Übungseinheit und wählst Portfolio. Nun klickst du rechts daneben auf die Schaltfläche Übungseinheit hinzufügen. Es erscheint eine Eingabemaske, in der du einen Titel für die Übungseinheit angeben musst. Wir gehen hier einmal davon aus, dass deine Studierenden ein dezidiertes Produktportfolio als Prüfungsleistung erstellen sollen und nennen die Einheit deshalb auch so: Abgabe Produktportfolio. Die Voreinstellung ohne Portfoliovorlage bleibt bestehen, denn die Studierenden legen ihre Portfolios ja bereits mit der von dir bereitgestellten Vorlage Quadis Portfolio an. Bei Bedarf kannst du eine schriftliche Arbeitsanweisung geben. Wie üblich hast du auch hier die Möglichkeit, alle Einstellungen nachträglich anzupassen. Im Abschnitt Terminplan wählst du eine Startzeit für das Zeitfenster der Abgabe. Vorher kann niemand von deinen Studierenden sein Portfolio verbindlich abgeben. Die bereits aktivierte Option Festes Datum ist in der Regel die beste Wahl. Du gibst nun bei Datum einen Zeitpunkt nach dem Startdatum ein. Wenn du das Feld freilässt, ist die Abgabe für immer möglich. Das willst du auf keinen Fall. Wie du siehst, erscheint ein Feld zur Eingabe einer Nachfrist, sobald du einen Abgabetermin festlegst. Wenn du von dieser Möglichkeit Gebrauch machen möchtest, gib einfach ein geeignetes Datum ein. Wenn nicht, lass das Feld frei. Verspätet abgegebene Arbeiten werden übrigens gekennzeichnet, so dass du bei Bedarf darauf eingehen kannst. Wenn du die Teilnehmer von Ilias an die Abgabe und dich selbst an die Bewertung erinnern lassen möchtest, aktiviere die entsprechenden Checkboxen. Im Abschnitt Nach der Abgabe kannst du für die Studierenden die Möglichkeit des Peer-Feedbacks eröffnen und eine Musterlösung anbieten. Letztere ist bei Portfolios keine sinnvolle Option, aber du kannst diese Funktion nutzen, um den Studierenden die Abgabe ihrer Portfolios zu bestätigen. Sobald du Musterlösung aktivierst, erscheint eine Eingabemaske. Darin wählst du eine Datei aus, die als Bestätigungsdokument dient. Das kann zum Beispiel eine geschützte PDF-Datei sein. Die Verfügbarkeit bleibt am besten bei nach dem Abgabetermin, denn die Studierenden können innerhalb des ursprünglichen Abgabezeitraums, also ohne die Nachfrist, noch Änderungen an den eingereichten Materialien vornehmen. Alternativ kannst du natürlich auch ein Datum manuell festlegen. Zum Schluss aktivierst du noch die Benachrichtigung bei Verfügbarkeit und klickst auf die Schaltfläche Speichern. Die Übungseinheit bzw. das Containerobjekt für das Prüfungsportfolio ist damit erstellt. Wenn du nun oben links neben der Reiternavigation auf Zurück klickst, gelangst du zur Übersicht aller Übungseinheiten. Dort ist die soeben angelegte Einheit Abgabe Produktportfolio nun gelistet. Wie du siehst, kannst du innerhalb des Objekts Übung mehrere Einheiten anlegen. Im Rahmen der Portfolioarbeit kannst du auf diese Weise Teilleistungen erfassen. Um zu sehen, wie die Übung Abgabe Portfolio für deine Studierenden aussieht, klicke oben links unter der Reiternavigation auf Zeigen. Schließlich kehrst du ohne Umwege zurück zum Kurs Assessment mit E-Portfolios, indem du ganz oben in der Brotkrumen-Navigation auf den Titel klickst.